Ich werde alles in diesem Raum auf 50 Gegenstände reduzieren. Es fühlt sich wie ein so krasser Kraftakt an. Dabei ist es doch nur Ausmisten. So, was ist das? Ich kann nichts wegwerfen. Das ist ein Problem. Und um das endlich anzugehen, werde ich alles in diesem Raum auf 50 Gegenstände reduzieren. Der Rest kommt unwiederbringlich weg. Dafür muss ich mich radikal von den meisten Dingen trennen. Was glaubt ihr, wie lange brauche ich dafür? Eine Woche? Einen Monat? Ich habe Schwierigkeiten, Ordnung zu halten. Und das schon seit immer. Für mich und mein Umfeld wird das zunehmend zur Belastung. Denn ich schiebe auf, statt auszumisten, und ich verstecke Sachen irgendwo, anstatt mich endgültig von ihnen zu trennen. Nichts hat bisher nachhaltig geholfen. Also wähle ich jetzt einen radikalen Weg. Die Regeln sind sehr einfach. Ich darf nur 50 Gegenstände hier drin behalten, ich darf verschenken, verkaufen und wegwerfen, falls endgültig kaputt. Und ganz wichtig, nichts darf irgendwo zwischengelagert werden. Nicht bei irgendwelchen Freunden, nicht in irgendeinem Lager. Das Loslassen muss endgültig sein. Ich habe 7 Tage Zeit und ich erhoffe mir einiges, denn die Liste an möglichen positiven Effekten, die ist sehr lang und gut wissenschaftlich untersucht. Das war aber anders abgesprochen. Dieses Mikrofon ist zu niedrig. Studien weisen darauf hin, dass Menschen in aufgeräumten Räumen weniger gestresst sind, besser schlafen und insgesamt glücklicher sind. Reduktion und Ordnung senken nachweislich Stress. Man ist weniger abgelenkt, viel leistungsfähiger und innerlich sortierter. Außerdem sorgt ein aufgeräumtes Umfeld für eine höhere Produktivität, weniger Schuldgefühle oder Scham wegen der Unordnung und führt zu leichteren Entscheidungen, da der Fokus auf dem Wesentlichen liegt. Tatsächlich gibt es auch viele Studien, die darauf hinweisen, dass Menschen, die in einem ordentlichen Umfeld leben, sich gesünder ernähren. Okay, das sind also die positiven Effekte. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass das alles eintritt. Und wenn ihr euch jetzt denkt, Josef, du bist vielleicht ein netter, halbwegs passabel aussehender Typ im Internet mit einem tollen Lächeln und Haaren, aber warum räumst du nicht einfach auf? Wenn es nur so einfach wäre, Leander, aber ist es nicht. Hier liegt überall Zeugs rum, ey. Ich zeige euch mal, wie peinlich das eigentlich ist. Also dafür, dass ich einen aufgeräumten Arbeitsplatz brauche, um kreativ gut arbeiten zu können, sieht es hier nicht so aus. Hier liegen Notizen für ein Drehbuch. Das hier ist auch eine Ablage für Zeugs geworden. Hier liegt Zeugs. Hier liegt mein Kalender. Dieser Schrank hier, der sollte Ordnung reinbringen. Und der ist einfach voll. Hier, was ist das? Was ist das hier für eine Ansammlung von Kram einfach? Das ist totaler Mist. Was ist das? Hier ist so ein Gitarrenkabel für diesen Verstärker, den ich seit 3 Jahren nicht benutzt habe. Drehbuchutensilien, warum liegen die da drin? Schockiert? Wenn du gerade zu Hause bist, schreib mir doch mal, wie schnell du 50 Gegenstände in deinem Raum gezählt hast. Und vielleicht sortierst du ja mit mir zusammen aus, weil zusammen geht das bestimmt leichter. Unordnung ist nicht einfach Unordnung, sondern meistens ein Spiegel für ungeklärte Themen. Und wie sehr das stimmt, merke ich auch nicht zum ersten Mal. Ich weiß nicht, warum innerhalb von 1,5 Jahren die Ordnung in diesem Raum so den Bach runtergegangen ist. Das sorgt dafür, dass ich mich unwohl fühle. Vor allem immer dann, wenn es mir auffällt. Jetzt ist der Plan, das schrittweise zu verändern. 2023 habe ich diesen Raum hier schon mal ausgemistet. Das lag aber daran, dass ich vorher 30 Tage lang für ein Experiment nichts weggeräumt habe. Und wirklich viel reduziert habe ich danach auch nicht. Und mein neuer Versuch, jetzt innerhalb von einer Woche von 747 auf 50 Gegenstände zu kommen, der scheitert erstmal. Und zwar radikal. Ich habe gestern hier 4 Stunden aufgeräumt und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber man sieht es nicht wirklich. Ich habe gestern echt viel entsorgt, eine ganze Tüte. Und hier ist diese Schublade aufgeräumt. Es dauert leider nur 13.046 und 400 Sekunden. Hä? Zählt ihr nicht in Sekunden? Weird. Also es dauert 5 Monate, wie die Normis sagen, bis ich mich das nächste Mal wieder mit diesem Chaos beschäftige. Bis dahin verdränge ich es erfolgreich. Und auch während des zweiten Anlaufs erwische ich mich mehrfach live dabei, wie mein Gehirn versucht, mich auszutricksen. Vielleicht mache ich noch einen extra Stapel für, was in den nächsten 6 Monaten nicht sinnvoll eingesetzt wird, kommt dann weg. Nee, ich muss auf 50 Gegenstände runter. Was ist das denn? Und wenn ihr euch jetzt denkt, aber Josef, das Genie überblickt doch das kreative Chaos und du bist doch Künstler. Ja, aber ich bin nicht Einstein, mein lieber Sebastian. Für mich ist Chaos nicht kreativ, sondern einfach nur Chaos. Diese Unordnung, das ist wie meine Kindheit. Das ist kein Happy Place. Ich muss damit aufräumen. Also auch mit der Vergangenheit. Es hätte übrigens fast keinen zweiten Versuch gegeben. Aber dann lade ich mein Yoga-Video hoch. Und in dem hat mich das Chaos ja auch schon wieder ein bisschen gestört. Aber eine Sache fängt wirklich krass an, mich zu stören. Die ganzen Yoga-Videos, die ich immer gucke, werden aufgenommen in wahnsinnig aufgeräumten Räumen.
Und bei mir ist es eigentlich aufgeräumt, aber halt auch immer chaotisch. Ja, aber der endgültige Anstoß, der alles verändert, kommt von meinem guten alten Freund Dennis Busch. Alter, die Zimmerecke sieht genauso aus wie dein Kinderzimmer damals. Ich würde gern erzählen, wie egal mir diese Nachricht war und wie wenig mich das getroffen hat, aber das stimmt nicht. Diese paar Worte machen mir klar, dass ich dieses Problem schon immer habe. Der gute Dennis hat recht. Es sieht genauso aus wie früher. Mein Kinderzimmer bzw. unser ganzes Haus war chaotisch. Und das habe ich übernommen. Dinge wegzuwerfen fühlt sich für mich immer falsch an. Was ist, wenn man das nochmal braucht, schreit mein Kopf. Und das bei jedem Gegenstand. Und das muss ich jetzt umlernen. Und diese Nachricht von Dennis ist genau der Weckruf, den ich gebraucht habe. Versuch 2 startet. Und diesmal gebe ich mir 14 Tage, ein bisschen realistischer sein, weil es muss auch wirklich klappen. Ich kann das nicht mehr. Und ich möchte jetzt wirklich was verändern. Jetzt. Damit es dieses Mal ein bisschen klarer zugeht, sage ich allen Freundinnen und Freunden Bescheid, damit sie mich positiv nerven können. Außerdem beschäftige ich mich auch nochmal in Ruhe mit der KonMari-Methode und gehe genau danach vor. Ja, Marie Kondo. Die KonMari-Methode ist ein einmaliger, gründlicher Aufräumprozess. Man räumt nach Kategorien auf. Zuerst Kleidung, dann Bücher, Papiere, Kleinkram und zuletzt Erinnerungen. Alles wird auf einen Haufen gelegt und nur das behalten, was wirklich Freude macht. Das war Joy. Beim Rest wird sich für die gemeinsame Zeit bedankt und er wird aussortiert. Die übrigen Gegenstände bekommen am Ende jeweils einen festen Platz. Alles klar, nur behalten, was Freude macht. Alles andere loslassen. Ehrlich gesagt bekomme ich schon Stress, wenn ich drüber nachdenke, überhaupt was aussortieren zu müssen. Also diese alten Muster haben mich fest im Griff. Jetzt muss aber wirklich was passieren. Und den zweiten Versuch nehme ich sehr, sehr ernst. Und dann passiert das. Ich habe jetzt mal aussortiert. Das sind alles Bücher, die ich gelesen habe. Und das hier sind Bücher, die habe ich seit unfassbar vielen Jahren. Seit mehr als 10 Jahren und habe sie nie wieder gelesen. Da muss ich noch mal gucken. Und jetzt sage ich gerade, da muss ich noch mal gucken, welche davon ich noch brauche. Ich habe die gerade aussortiert und habe entschieden, dass ich sie nicht mehr brauche. Und mein Kopf geht beim Draufgucken sofort in den Modus, dass er sagt, jetzt muss ich mal gucken, welche davon ich noch brauche. Wieso will ich die noch mal durchgucken? Also was ist mit meinem Kopf gerade los? Ich habe das Gefühl, es ist alles so vollgemüllt. Dabei war das hier ja schon viel, viel schlimmer. Aber ich glaube jetzt, da ich mich damit so auseinandersetze und auch Gegenstände zähle, komme ich an diesen Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich lebe wirklich in einem Raum umgeben von Dingen, die ich nicht brauche und die mir auch nicht wirklich was geben. Warum habe ich die? Das bleibt aber nicht der einzige Moment, in dem mein Kopf mich versucht auszutricksen. Das läuft wie automatisch, aber ich passe auf. Ich habe keine Lust mehr auf diese Automatismen und bin positiv sauer. Ich habe es zum Glück gemerkt, aber ich habe gerade eben beim Zählen angefangen, Sachen von A nach B zu räumen. Also, um das irgendwie zu umgehen. Dieser Gegenstand, nee, den tue ich jetzt mal nach da, dann muss ich mich jetzt noch nicht damit auseinandersetzen. Ich habe nur gezählt. Aber man sieht hier einfach, wie viel Scheiß hier steht. Boah, es wird ein unangenehmes Video. Let's go. 262 Gegenstände. Ich habe jetzt bei diesem Regal 2 Ausnahmen gemacht. Hier unten sind nämlich 2 Kartons mit meinen Steuerunterlagen. Da sind unendlich viele Zettel drin. Und jetzt einzeln die Zettel zu zählen, macht keinen Sinn. Ich habe Aufbewahrungspflicht für 8 Jahre. Aber was ich erst sehr spät im Experiment checke, ist, ich kann das ja eigentlich alles digitalisieren. Aber so werden aus 2 vollen Kartons am Ende 0. Beziehungsweise Einsen und Nullen auf der Festplatte. Viel komplexer ist aber ein anderer Bereich. Und zwar meine Technik. Also die Dinge, mit denen ich arbeite und mein Geld verdiene. Und das sind hier immerhin 3 Koffer. Ich bin etwas überrascht, weil in den 3 Koffern, inklusive der Koffer, befinden sich nur 53 Gegenstände. Das liegt aber auch daran, dass da große Objektive drin sind und große Kameras. Ich habe die Kameras und Objektive natürlich separat gezählt, auch die, die an der Kamera dran waren. Das ist weniger, als ich dachte, aber das ist mehr, als ich insgesamt in diesem Raum besitzen darf. Das heißt, ich muss auch meine Technik reduzieren. Und dann kommt die endgültige Zahl. Wie viele Gegenstände befinden sich in diesem Raum? Falls ihr Bock habt. Ich vermute, in diesem Raum befinden sich 500 Gegenstände. Ich muss gerade an die Menschen denken, die so Cluttercore-mäßig ihre Wohnungen und Zimmer einrichten, was immer super cool aussieht. Der Nachteil, den ich habe genauso viel Zeug wie die Cluttercore-Leute, aber es sieht halt super chaotisch aus. Aber ja, ich versuche gerade einfach, glaube ich, nur mich davon abzuhalten, jetzt Sachen auszusortieren. Erstmal zusammenzählen. Es sind 715 Gegenstände. Das heißt, ich muss 665 Gegenstände loswerden. Wie? Stopp! Wie komme ich eigentlich auf 715 Gegenstände? Wie habe ich gezählt?
Maus, Tastatur, das Ding, Schreibtisch, 4 Dinge. Eine Festplatte mit Kabel, das fest dazugehört, 1 Ding. Eine Garderobe mit 3 Jacken, 4 Dinge. Eine DVD mit Hülle, 1 Ding. Also alles, was zwingend zusammengehört, wird zusammengefasst, solange es nicht mehr als 2 Komponenten hat. Und damit komme ich dann halt auf unglaubliche 665 Gegenstände zu viel. 665. 605. Jetzt nach dem Zählen der Gegenstände so heiß geworden. Ich glaube, das macht emotional total viel. Und ich finde super wichtig und interessant auch rauszufinden, warum. Ich habe ja schon mal so ein paar Kartons rausgelegt, von denen ich denke, dass die fast komplett weg können. Ich habe mal eine Zeit lang Boxen, da sind Boxhandschuhe drin. Ich werde wahrscheinlich nicht wieder mit dem Boxen anfangen. Das ist viel komplizierter, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wird ein sehr einfaches Ding. Ich sortiere hier jetzt mal aus, als ich damit angefangen habe vor 5 Monaten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Dinge nicht wegwerfen können oder zu denken, das kann ich bestimmt noch gebrauchen, ist gar nicht so selten. Es hängt oft mit der Erziehung zusammen. Wenn Eltern alles aufheben, übernehmen Kinder häufig dieses Verhalten. Und das kann über Generationen gehen. Das kann auch dazu führen, dass man irgendwann von vielen Gegenständen ohne wirklichen Nutzen umgeben ist und die negativen Effekte, die damit einhergehen, gar nicht direkt in Zusammenhang mit diesem Chaos bringt, weil man kennt es ja gar nicht anders. Mir ist klar, dass es eine privilegierte Position ist. Aber sich mal zu fragen, was man eigentlich wirklich braucht, sortiert auf jeden Fall schon mal viel aus. Das dann wirklich wegzutun, ist nochmal was anderes. Radikal ausmisten soll dazu führen, dass man sich freier, leichter und glücklicher fühlt. Für mich als vorbelastete Person heißt das erstmal alte Muster überwinden. Und das ist schwieriger als gedacht. Also wie stark diese alten Muster sind und welche Tricks mein Gehirn sich auch vor allem später ausdenkt, das hat mich wirklich überrascht. Okay, es geht los. Und damit ich das auch ordentlich mache und nicht total chaotisch, werde ich mir jetzt mal anhören, wie das geht vom Profi. Aktuell lese ich wieder sehr viel und das kann auch eine Menge Platz wegnehmen. Aber bevor ich mit Marie Kondo aufräume, möchte ich euch kurz mein aktuelles Lieblingsbuch vorstellen. Die Vegetarierin von Han Kang. Es ist wie einer meiner geliebten koreanischen Filme. Surreal, magisch und unvorhersehbar. Das Buch überrascht, verstört und zieht einen mit seiner stillen Radikalität tief rein. Es macht Bilder und Welten auf, die ich so noch nicht woanders gesehen oder gelesen habe. Und weil ich das Buch nicht aus der Hand legen will und auch unterwegs weiterlesen möchte, bin ich extrem froh, dass ich ohne Unterbrechung wechseln kann zwischen E-Book und Hörbuch. Mit Bookbeat aus Schweden. Auf Bookbeat findest du über 800.000 Hörbücher, Hörspiele und E-Books. Mein neues Lieblingsfeature ist die nahtlose Wechselfunktion. Ich kann mein Hörbuch stoppen und genau an der gleichen Stelle als E-Book weiterlesen oder umgekehrt. Spazieren, sitzen, weiterlaufen. Die Geschichte geht einfach mit. Für mich war das ein echter Gamechanger. Und wer wie ich gerade ausmistet, dem kann ich die Klassiker von Marie Kondo empfehlen. Magic Cleaning zum Beispiel. Bookbeat ist eine meiner absoluten Lieblings-Apps. Und mit meinem Link bekommt ihr jetzt 60 Tage kostenlosen Zugang. Ich kann es euch nur empfehlen, vor allem, wenn ihr wieder mit dem Lesen anfangen wollt. Die Wechselfunktion ist perfekt dafür, wenn die Augen mal wieder müde werden. Ich weiß überhaupt nicht, in welcher Ecke ich anfangen soll. Es ist irgendwie alles viel zu viel. Und das macht direkt alles so zu, dass man dann gar nichts macht, statt irgendwas. Ich suche jetzt eine Ecke aus und dann geht's los. Es ist teilweise so albern. Ich habe hier Sachen. Das ist für große Mikrofone, damit die draußen keine Windgeräusche aufnehmen. Komplett verpackt, nie benutzt. Als ich damals das Netzwerk gedreht habe, habe ich mir extra ein Backup geholt, falls das erste dreckig wird oder sowas. Was nie passiert ist. Trotzdem denke ich bei jedem Gegenstand, vielleicht brauche ich es dann doch nochmal. Hier ist noch so ein Tonadapter-Ding. Nie benutzt. Ab in die Verkaufskiste. Ich habe gerade eine Schraube wiedergefunden, die ich seit Ewigkeiten suche und die ich schon fast neu kaufen wollte, weil das so eine Adapterschraube ist, die auf ein Stativ kommt. Sie war hier. Ich habe einfach keinen Überblick mehr über das, was ich hier habe und was nicht. Ich habe eben alleine im Bett gelegen und habe gedacht, was mache ich mit den Kabeln? Wenn ich mal dieses eine Kabel, was ich gleich wegschmeiße, doch wieder brauchen sollte. Ich habe diese Kabel seit 10 Jahren und ich glaube, viele da draußen kennen diese Kiste mit Kabeln und diese Schublade mit Kabeln, von denen man denkt, man braucht sie irgendwann nochmal. Bei mir ist es noch nie passiert. Aber ein Freund hat mal ein Kabel gebraucht, das ich hatte. Und das hat er dann bekommen. Diese Masse an Gegenständen überwältigt mich. Ich versuche mich so gut ich kann an Marie Kondo zu halten, werde aber immer wieder abgelenkt. Mir wird langsam klar, warum Konzentration immer wieder ein Problem für mich gewesen ist. Zuletzt habe ich sogar meinen Schreibtisch so umgestellt, damit ich das Zimmer nicht mehr sehe und alles hinter mir ist. Hat kurzfristig in Verbindung mit anderen Dingen auch geholfen, aber langfristig ist das ja auch wieder nur ein Wegsehen, anstatt wirklich was zu verändern.
Es ist aber auch wirklich leicht, sich zu überreden, dass es Wichtigeres gibt, als sein Zimmer aufzuräumen. Ich hatte heute echt viele Termine. Ich bin heute also überhaupt nicht dazu gekommen, hier wirklich was zu machen. Aber ein bisschen. Ich habe in den Pausen, die ich hatte, manchmal waren das nur so 3 bis 5 Minuten, da habe ich ein bisschen was aufgeräumt. Aber gefühlt macht das kaum einen Unterschied. Aber laut 1% Methode auch die kleinen Schritte zählen. Insgesamt ist es hier drin chaotischer als vorher, weil jetzt auch so viel auf dem Boden steht und nicht mehr in Schränken. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, es geht vorwärts. Da hinten habe ich diese Fotowand, die ich ständig benutze für Videos, wo ich verschiedene Hintergründe habe und so weiter und so fort. Die habe ich, weil ich dahinter eine riesige weiße Wand habe. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich kann theoretisch diese Wand einfach streichen, weil meine Videos beinhalten viel Farbkorrektur und Nachbearbeitung. Und dann könnte ich diese Wand da hinten einfach in allen möglichen Farben erscheinen lassen und mich nicht immer vor dieses Ding stellen und das Ding könnte raus. Das ist cool, aber das frisst Platz, es steht immer irgendwie im Weg. Es sieht nicht wirklich schön aus. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist für mich immer so ein Arbeitsgegenstand, der immer unordentlich aussieht. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass diese Aufgabe, diesen Raum aufzuräumen, und es ist erstmal nur ein Raum, eine massiv emotionale ist. Und das habe ich wirklich nicht gedacht. Ich bin davon ausgegangen, dass ich das alles sehr klar machen kann. Und auch nach dieser KonMari-Methode, Nostalgisches und Emotionales zuletzt. Aber alles ist irgendwie emotional aufgeladen hier. Alles hat eine Geschichte. Ich weiß auch nicht, ob das albern ist oder ob es da draußen Leute gibt, die voll nachvollziehen können, wie ich mich fühle und wie schwer das für mich ist. Es fühlt sich wie ein so krasser Kraftakt an. Dabei ist es doch nur Ausmisten. So, was ist das? Ich hoffe, ich kann das in der Recherche oder durch irgendeinen Experten klären. Dass Ausmisten mental und körperlich belastend sein kann, ist wissenschaftlich gut untersucht. Gegenstände sind oft mit Erinnerungen verknüpft und jedes Wegwerfen oder Behalten ist eine kleine Entscheidung. Und jede Entscheidung, die wir treffen, sorgt dafür, dass unser Gehirn müder wird. Und das nennt sich auch Decision Fatigue, also Entscheidungsmüdigkeit. Das ist das Gefühl, dass wenn man nach vielen Entscheidungen nicht mehr richtig denken und abwägen kann und dann halt keine oder schlechte Entscheidungen trifft. Aufräumen ist oft ein echter Kraftakt, weil wir neben der Arbeit auch mit Gefühlen und alten Gewohnheiten kämpfen. Die Dinge, die wir besitzen, sind ja auch Teil unserer Identität. Und daher wird es auch spannend, wie es ist, wenn der Raum später viel leerer ist. Also was macht das mit mir? Bisher ist das ganze Entrümpeln vor allem eine emotionale Reise. Und nachdem ich die ersten 4 Tage immer wieder den Fokus verliere, abgelenkt bin und auch schnell müde werde, konzentriere ich mich am 5. Tag radikal auf KonMari. Ich glaube, was bei den Büchern so schwer ist, dass die ja auch alle mit irgendeiner Erinnerung verknüpft sind. Und was mir jetzt aber helfen wird, sind schnelle Entscheidungen. Ich nehme ein Buch in die Hand, gucke drauf und entscheide innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde. Ich darf nicht so lange nachdenken. Und dann werde ich hier gleich 2 Stapel haben. Einen, der verkauft und verschenkt wird, einen, den ich behalte. Und danach werde ich den behaltenen Stapel nochmal checken müssen. Weil ich muss auf 50 Gegenstände runter. Und hier werden gleich mindestens 10 Bücher stehen. Und das ist eigentlich zu viel für den Raum. Ich habe auf 9 Bücher reduzieren können. Aber das ist noch gar nicht alles. Ich habe noch die kompletten Graphic Novels. Und das sind die Graphic Novels. Das sind insgesamt 47 Bücher. Jetzt kann ich noch 3 andere Gegenstände im Raum behalten. Oder ich sortiere hier aus. Von denen hier kann ich mich trennen. Und den Rest muss ich später nochmal entscheiden. Ich mache das jetzt Stück für Stück. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie viele andere Gegenstände rausfliegen und wie viele Bücher ich nachher behalten kann. Deswegen eins nach dem anderen. Ich verkaufe jetzt eine Menge Sachen im Internet. Und der Grund ist, das sind teilweise Sachen, dafür gibt es nur 10 oder 5 Cent. 5 Cent? Und dann muss ich das auch noch verpacken und verschicken? Wieso schmeiße ich diese Dinge nicht einfach weg? Naja, weil verkaufen und verschenken halt nachhaltiger ist als wegwerfen. Wenn es auch nur 1 Cent ist. Mit der Weitergabe verlängere ich den Lebenszyklus des Buches und das spart Ressourcen, weil jemand anders es nicht neu kaufen muss, es nicht nachgedruckt werden muss und es vermeidet Müll. Jetzt habe ich fast den ganzen Tag gebraucht, um das Bücherregal hier auszusortieren. Und ich bin auch noch nicht ganz fertig. Diese Bücher werde ich nochmal aussortieren und checken. Diese ganze Box muss noch aussortiert werden, aber da sind nostalgische Dinge drin, deswegen das kommt zuletzt. Erinnert ihr euch daran, dass ich meinen Freundeskreis gebeten habe, mich zu motivieren? Das machen sie auch. Auf ihre ganz eigene Art. Okay, mir hat gerade jemand aus dem Freundeskreis gesagt, dass ich auf gar keinen Fall es schaffe, auf 50 Gegenstände zu reduzieren. Das sei unmöglich, das würde gar nicht gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich richtig geärgert. Ich nutze diesen Ärger als Motivation. Ich werde das schaffen. 50 Gegenstände. Ich bin todmüde. Ich bin in der luxuriösen, privilegierten Situation, sehr viele Dinge zu besitzen, die sich angesammelt haben. Und es ist jetzt nicht so, als wären hier viele neue Sachen dazugekommen. Es sind neue Sachen dazugekommen. Na klar, ich habe eine neue Tastatur gekauft, ich habe eine neue Maus gekauft. Bei beiden waren aber die Vorgängermodelle kaputt. Das allermeiste, was ich immer noch habe, sind Dinge, die ich seit Ewigkeiten habe. Und jetzt muss ich mal einen Schlussstrich ziehen. Ich habe jetzt den ganzen Tag Marie Kondo auf den Ohren gehabt und auch sehr, sehr viel
Tipps bekommen. Es hilft total, wirklich sich zu sagen, macht es mir Freude, macht es mich glücklich. Das macht es sehr einfach, von sehr vielen Dingen Abschied zu nehmen. Gleichzeitig weiß ich, dass 50 Gegenstände extrem ist. Aber ich glaube auch, dass ich sowas Extremes brauche, um mich ja richtig zu entscheiden. Ich habe solche Schwierigkeiten, mich von Dingen zu trennen. Das macht es für mich einfacher, es so extrem zu haben, weil das Ziel ist so weit weg, dass ich jetzt bei einzelnen Dingen, wo ich mich, glaube ich, echt nicht gerne von getrennt hätte, es viel einfacher kann, weil ich halt weiß, ey, es sind 715 Dinge. Ich kann nicht alles behalten. Dadurch, dass ich dieses Video mache, ist auch der Druck etwas höher, das ordentlich zu machen. Manche Dinge, von denen ich denke, ich brauche die noch und ich möchte sie nicht wegtun. Aber wenn ich überlege, wann ich das letzte Mal mich mit diesen Dingen beschäftigt habe, sind es 10, 12 Jahre. Seit 10, 12 Jahren besitze ich diese Dinge, benutze sie nicht, gucke sie nicht an. Warum habe ich die noch? Vielleicht ist das jetzt wirklich das, was ich brauche, um mich davon zu trennen. So eine Radikalität. Unser Gehirn baut Bindungen auf. Zu Menschen, aber auch zu Dingen. Das nennt man Besitztumseffekt. Was uns gehört, bewerten wir automatisch als wertvoller. Beim Loslassen prüft unser Gehirn dann still und heimlich, wie wichtig dieser Gegenstand für uns ist. Und das braucht Zeit. Studien weisen sogar darauf hin, dass der Abschied von Dingen im Gehirn ähnlich verarbeitet wird wie körperlicher Schmerz. Und auch neue Gewohnheiten, wie jetzt ordentlich leben, das passiert nicht sofort. Das braucht im Schnitt bis zu 2 Monaten. Also, wer sich von Dingen trennt, der trennt sich oft auch von alten Gewohnheiten und braucht dafür Zeit. Ich wollte das Ganze ursprünglich in einer Woche schaffen. Das hätte ich nie geschafft. Aber jetzt, an Tag 7, spüre ich, dass auch diese 14 Tage zu kurz sind. Die Tage rasen und die Unordnung wird immer größer statt kleiner. Und ich komme kaum zum Durchatmen. Ich nutze meine Mittagspause, ich nutze vor der Arbeit, ich nutze, wenn ein Termin ausfällt, während der Arbeit, ich nutze meinen Feierabend. Und es dauert ewig. So, ich habe jetzt diesen Schrank hier mal aussortiert. Ich habe jetzt noch nicht gezählt und ich werde mir auch das nicht antun, jetzt zwischendurch zu zählen. Ich versuche erstmal alles auszusortieren. Ich weiß gar nicht, wie das machbar sein soll, aber es muss machbar sein. Ich bin so ein Cold-Turkey-Typ. Man könnte ja auch erstmal sagen, man versucht es nur mit 500 Gegenständen. Aber ich weiß, dass ich dann spätestens in einem Jahr wieder hier stehe. Ich brauche eine radikale Lösung. Genauso war es beim Koffeinentzug, beim Zuckerentzug oder allen meinen Ernährungsumstellungen. Aber keine dieser Dinge war so wichtig wie dieses Experiment jetzt. Weil ich mich hier nicht nur mit dem Chaos konfrontiere, sondern mit meiner ganzen Kindheit und Jugend und falsch gelernten Gewohnheiten. Dabei sollte dieser Raum hier eigentlich mein kreatives Paradies sein. Ich verbringe so viel Zeit in diesem Raum. Als Drehbuchautor und halt auch YouTuber bin ich generell viel hier und auch jede Drehvorbereitung für große oder kleine Drehs finden da drüben am Schreibtisch statt. Ganz, ganz selten fahre ich zu den Produktionsfirmen und mache das vor Ort. Es ist fast nur noch von zu Hause und dann fährt man halt zum Dreh. Dann ist man draußen. Das heißt, dieser Raum sollte doch der sein, in dem ich mich am wohlsten fühle. Und leider ist es halt so gekommen in den letzten Jahren, dass es eher so ein Chaos-Drehmix-Ort wurde. Also ein Ort, an dem ich hier gearbeitet habe, meine Drehbücher, meine Hörspiele geschrieben, meine Drehs geplant mit Produktionsfirmen und für YouTube habe ich ja alles gedreht. Das hat dafür gesorgt, dass dieser Raum multifunktionell gewesen ist, aber es ist kein Raum zum Wohlfühlen mehr. Und gerade für die kreative Arbeit ist es super, super wichtig, dass man sich in dem Raum wohlfühlt und dass man nicht abgelenkt wird. Und das hier ist ein Raum voller Ablenkung. Und man sieht ja auch die Stapel, die ich schon gemacht habe, Sachen, die rauskommen. Ich habe nicht behauptet, dass es einfach wird, aber es ist nötig. Übrigens, Einblicke in meine Arbeit als Drehbuchautor und Regisseur gibt's in meinem kostenlosen Newsletter einmal die Woche. Die 2. Woche bricht an und ich kämpfe jeden Tag mit diesen Mikroentscheidungen. Und ich bekomme immer mehr Angst zu zählen. Ich spende, verschenke, werfe weg, wenn es kaputt ist. Aber der Raum fühlt sich weiter so voll und erdrückend an, als würde sich nichts bewegen. Es sind immer noch mehr als 50 Gegenstände. Ich bin noch nicht so weit. Das Ding ist schon 4-mal voll gewesen. Das ist jetzt meine 5. Ladung. Es ist so frustrierend. Ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht voran. Ich habe jetzt hier schon etliche Dinge verschickt. Ich habe Dinge verkauft, ich habe Dinge verschenkt. Dinge werden noch abgeholt. Da hinten stehen wieder Kartons, die sind voller Bücher und DVDs, die werden abgeholt. Und trotzdem fühlt es sich so an, als würde ich überhaupt nicht vorwärts kommen. Als würde sich gar nichts bewegen. Das hat unter anderem damit zu tun, dass ich viele von diesen Kisten in diesem Regal hatte und die jetzt alle ausgeleert und bearbeitet habe. Und ein paar Sachen behalte ich, ein paar nicht. Aber dadurch, allein weil die in Kisten waren bisher, und da sind halt in jeder Kiste mehr als 50 Dinge, habe ich nicht wirklich das Gefühl, ich bin krass vorangekommen. Es macht einfach super müde. Aber jetzt macht mich vor allem müde, da ich das Gefühl habe, ich habe noch gar nichts geschafft. Ich habe echt gedacht, ich wäre jetzt schon fertig. Ich mache weiter. Ich mache jetzt einfach weiter. Es bringt ja nichts. Das hier alles
Es hat so viel Kraft gekostet, sich von einigen von diesen Dingen zu lösen. Und das ist das, was ich behalte. Und das ist auch immer noch zu viel. Das muss ich auch nochmal durchgehen. Es ist wirklich so ein Zwiebelprozess. Man hat die erste Schicht abgetragen und denkt sich, gut, jetzt habe ich es geschafft. Und dann merkt man, nein, da ist noch zu viel drumherum. Ich bin noch nicht am Kern. Ich bin mir übrigens ganz sicher, wenn ich 100 Dinger gesagt hätte statt 50, hätte ich die gleichen Probleme. Exakt die gleichen. Und jetzt hatte ich das Gefühl, ich komme ganz gut voran. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ich die ganze Zeit, während ich hier links und rechts sortiere und das alles, was wegkommt, nach da packe, ich eine komplette Ecke vergessen habe. Das war, weil ich angefangen habe, natürlich auch Sachen zu verstecken. Und hier hinten, allein da hinten drin, sind bestimmt 15 Dinge. Es stapelt sich teilweise hinter diesem, ich möchte das gar nicht zeigen, hinter diesem Sessel. Okay, ich traue mir nicht mehr. Hier sind bestimmt irgendwo Sachen versteckt. Ich habe inzwischen 5 Kartons verkauft, verschenkt oder entsorgt, wenn die Sachen kaputt waren. Ich habe inzwischen 4 komplette Tüten voller geschredderten Müll hier rausgebracht. Also ob das irgendwie alte Verträge, alte Daten, irgendwas war, was ich nicht mehr brauchte. Und jetzt könnt ihr mal raten, wie viele Gegenstände das waren. Wie viel ich losgeworden bin damit. Von den 715. 178. 178? Insgesamt müssen 655 Gegenstände hier raus. Also sind das immer noch 477. Diese Zahlen fühlen sich so absurd an. Die sind auch gar nicht greifbar, weil alle Gegenstände unterschiedlich groß sind. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was jetzt hier 477 sind. Aber an Tag 9 fällt mir dann zum ersten Mal eine Methode auf, die für mich spürbar effektiv ist. Wiederholung. Weil ich merke, je öfter ich Dinge durchgehe und dann halt nochmal gucke, nochmal die DVDs durchgehe, es wird jedes Mal ein bisschen leichter, weil man dann immer stärker entscheidet. Ich gucke jetzt gerade auf diese Bücherstapel da hinten und habe jetzt beim Rübergucken, während ich den Satz gesagt habe, direkt wieder 2 Bücher identifizieren können, die eigentlich auch weg können. Die ich nicht nochmal lesen werde, das weiß ich. Aber beim Durchgucken, wo ich so viele schon weggetan habe, war es noch schwieriger, die auch noch wegzutun. Und ich glaube, deshalb ist es so super wichtig, diese Wiederholungen zu machen, nochmal alles zu checken, nochmal da durchzugehen, weil ich sonst weitere 100 Gegenstände hier im Raum haben werde, die eigentlich auch weg können. Es geht voran, aber es fühlt sich auch wirklich wie eine Qual an. Und ich muss ganz ehrlich sein, ohne den Druck dieses Videos und meiner Freundinnen und Freunde hätte ich definitiv aufgegeben. Jetzt versuche ich das Aufräumen und das Ausmisten aber so ernst zu nehmen wie einen wichtigen Job. Ansonsten mache ich jetzt gerade jeden Tag das Gleiche. Im Grunde gehe ich die Gegenstände, die ich habe, durch, immer und immer wieder. Und jedes Mal ziehe ich irgendwo noch einen mehr raus, einen mehr raus, einen mehr raus. Es wird jedes Mal ein bisschen leichter. Und ich habe jetzt gerade wieder im Augenwinkel etwas gesehen, wieder eine DVD, von der ich weiß, die werde ich nie wieder angucken. Dann habe ich jetzt nicht mehr geguckt, seit ich es gekauft habe. Ich habe den einmal geguckt. Ich besitze dieses Ding, seit ich 16 bin. Das hier ist alles so viel anstrengender als jeder Job, den ich sonst mache. Ich mache das hier ja aber auch vor allem für mich. Aber gleichzeitig bin ich es auch, der sich massiv dagegen stellt. Und das spüre ich auch richtig körperlich. Und inzwischen raubt es mir sogar den Schlaf. Ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil mein Kopf nicht aufhört, Sachen auszusortieren. Und ich musste jetzt runterkommen, damit mein Kopf aufhört nachzudenken und noch 1, 2 Sachen wegräumen. Ich hoffe, ich kann jetzt weiter schlafen. Ich habe die Sachen jetzt hier auf den Stapel getan, mich verabschiedet, geguckt, dass es kein Joyce wagt. Ich bin super müde und ich habe heute Nacht vom Aufräumen geträumt. Ich bin mal gespannt, ob das nächtliche Aufräumen mich einfach nur müde gemacht hat oder ob das heute dafür sorgt, dass ich hier schneller Entscheidungen treffen kann. Das sind Festplatten, die habe ich seit mindestens 5 Jahren nicht benutzt. Es hat jetzt 3 Stunden gedauert, aber diese Festplatten hier können jetzt weg. 10 Gegenstände. Es ist schon sehr viel leerer hier. Wenn ich das mal mit ausrechne, was wegkommt, was rausgeräumt wird. Jetzt komme ich zum schwierigen Part Technik, weil die brauche ich beruflich. Aber ich brauche nicht alle Technik, die ich habe. Vielleicht mache ich noch einen extra Stapel für, was in den nächsten 6 Monaten nicht sinnvoll eingesetzt wird, kommt dann weg. Nee, ich muss auf 50 Gegenstände runter. Was ist das denn? Also dieses automatische, sich Sachen immer zurechtdrehen. Habt ihr eigentlich auch so viel? Angeblich besitzen im Schnitt alle Menschen in Deutschland 10-mal mehr, als sie wirklich brauchen. Die belgische Fotografin Barbara Ewins hat über 4 Jahre ihren gesamten Begriff... Warte mal ganz kurz, die heißt doch nicht Ewins. Ich habe den wahrscheinlich voll falsch ausgesprochen, den Namen gerade. Also Barbara, belgische Aussprache, Ewins, hat über 4 Jahre ihren gesamten Besitz abfotografiert. Und das waren 12.795 Dinge. Das ist viel mehr, als ich hier habe. Das Überraschende war aber, dass ihr dadurch diesen Prozess des Fotografierens klar geworden ist, wie viele dieser Dinge sie eigentlich braucht. Und zwar 1%. 99% der Dinge
war nicht wirklich nötig. Morgen wird gezählt. Während hier wirklich die Hälfte der Sachen da hinten steht, auf Stapeln und ein Teil auch schon weg ist. Und ich das Gefühl habe, wir kommen diesem Ziel New Minimalism, diesem neuen Minimalismus, etwas näher. Denn wenn ich hier fertig bin nach 50 Gegenständen, werde ich 30 Tage so leben und gucken, ob das überhaupt geht. Weil vielleicht geht es gar nicht. Es kann deswegen auch einfach sein, dass ich hier vielleicht Entscheidungen treffe, die gar nicht so klug sind, weil was einmal weg ist, ist weg. Anders funktioniert es nicht. Wenn ich jetzt Sachen irgendwo in ein Lager räumen würde oder in einen Keller, dann wüsste ich, die sind nicht weg. Es würde sich einfach anders anfühlen, als die Sachen wirklich wegzugeben, wirklich zu verschenken, zu verkaufen, zu spenden. Es wäre was anderes. Deshalb muss es so sein. Morgen ist der letzte Tag. Heute ist der erste Tag, an dem ich das Gefühl habe, wirklich Fortschritt gemacht zu haben. Vielleicht auch, weil ich gerade auf wirklich viel Dinge gucke, von denen ich mich verabschiedet habe. Ich würde sagen, ich bin in einem sehr chaotischen Haushalt aufgewachsen. Und das ist etwas, was ich leider geerbt habe. Und deshalb ist dieses Aufräumen für mich so ein körperlich und mental krass anstrengender Prozess. Und das ist echt nicht zu unterschätzen, wie viel Arbeit es ist, da so gegen anzukämpfen bei jeder einzelnen Entscheidung. Ich merke aber gleichzeitig, wie sehr mich das befreit. Jedes Mal bei jedem Stück, wenn ich es schaffe. Und als ich heute fertig war mit dem Aufräumen für heute, hatte ich ein Hochgefühl, wie ich es die ganze Woche nicht hatte. Und es gibt bestimmt viele von euch da draußen, die sagen, ja, es ist super albern, das ist doch alles ganz einfach. Es freut mich total, wenn das für euch leicht ist. Es freut mich wirklich. Weil alle, die mich nachvollziehen können und verstehen, wie schwer das sein kann, wissen, was für ein anstrengender Kampf das ist. Es ist wirklich von der Geschwindigkeit so gegangen. Je länger ich dran geblieben bin, je mehr Druck ich auch mir selber gemacht habe, desto schneller ging es auf einmal. Und ich habe mir eine eigene Deadline gesetzt und die ist morgen. Und auf einmal sind die Entscheidungen so. Langsam lichtet sich das Chaos etwas. Und während ich innerlich ein bisschen feiern möchte, fällt mir etwas auf. Ich habe was übersehen. Beziehungsweise, ehrlich gesagt, habe ich es ausgeblendet. Seit fast 2 Wochen habe ich mehr oder weniger bewusst diesen einen Einrichtungsgegenstand vermieden zu öffnen. 45 Gegenstände sind in dieser Schublade. Egal wie weit ich komme, es gibt immer wieder Rückschläge. Außerdem arbeitet die Zeit gegen mich. Dabei sollte das hier gar nicht so schwer sein. Angeblich besitzen wir im Schnitt alle 10-mal mehr, als wir wirklich brauchen. Ich sollte doch easy von 715 auf 71 Gegenstände kommen, wenn ich gucke, was ich davon wirklich brauche. Naja, offenbar nicht. Als der letzte Tag anbricht und ich diese Schublade erneut aussortiere und mit Zwiebelsortierung, Wiederholung und Ruhe dann den ganzen Rest mache, gibt es einen kleinen Lichtblick. Denn allein durch die Verkäufe von den Gegenständen, die ich nicht mehr haben wollte, konnte ich ein sehr nettes Taschengeld einnehmen. Aber fertig bin ich damit immer noch nicht. Wenn alles verkauft ist und weg ist und abgeholt wurde, von den Sachen, die ich verkaufen kann, werde ich auf jeden Fall am Ende sagen, welche Summe ich eingenommen habe. Die richtig harte Probe kommt aber erst noch, wenn ich dann 30 Tage in meinen nur XY-Gegenständen Arbeitszimmer leben muss. Und ob mir dann was fehlt, ob ich beruflich Probleme bekomme, weil Dinge nicht mehr da sind, weil ich habe die ja wirklich weggetan. Ich habe die nicht irgendwo zwischengelagert. Die Sachen sind wirklich dann für immer weg. Ich halte mein Wort. Tag 14 ist der letzte Tag. Vielleicht räume ich noch bis 23:49 Uhr auf, aber dann höre ich wirklich auf. Denn nach Tag 14 wird gezählt und ich habe ehrlich gesagt Angst davor. Da, wo ich mich jetzt befinde, vom Zustand dieses Raumes hier, wäre ich gerne am Abend von Tag 1 gewesen. Das ist so, wie ich es mir vorgestellt habe, am Abend von Tag 1. Es ist aber nicht der Abend von Tag 1. Ja. Im Schnitt dieses Videos sehe ich eine Version von mir, die mir fremd geworden ist. Auf positive Weise. Hier hat jemand Angst. Und hier muss jemand kämpfen. Gegen Jahre des Chaos. Innen und außen. Und ich komme mir teilweise richtig fremd vor. Vor allem, wenn ich mich dabei beobachte, wie ich mich selber austricksen will. Und gegen diese Veränderung so ankämpfe. Und jetzt zähle ich jeden Bereich einzeln. Jeden Schrank, jede Ecke und rechne das Ergebnis am Ende zusammen. Boah. ...159 sind 109 mehr als geplant.
Ich bin nicht ganz zufrieden. Ich glaube, ich habe eigentlich richtig viel geschafft, vor allem, wenn man überlegt, wo ich herkomme und wie schwierig das für mich ist. Aber ich fühle mich so, als hätte ich es nicht geschafft, als wäre ich gescheitert. Und das wirklich Spannende passiert jetzt erst noch. Ja, das wirklich Spannende kommt noch. Aber ich habe das Bedürfnis, den Erfolg nochmal klarzustellen. Ich habe meine ewig gelernten Muster überwinden können und 556 Gegenstände verschenkt, gespendet oder entsorgt. Das ist wirklich eine gute Leistung für mich. Wenn man jetzt noch bedenkt, dass von den übrigen 159 Gegenständen ganze 95 unverzichtbar sind für meine Arbeit, macht das eigentlich nur noch 64 Gegenstände. Aber vielleicht rede ich mir die Zahl ja auch ein bisschen schön. Aber ja, okay, das wirklich Spannende kommt noch. Ob ich diese Effekte bestätigen kann. Darum geht es im nächsten Video. Jetzt waren die Effekte hier, ne? Jetzt sind die hier eingeblendet worden. Oh Mann. Ich werde jetzt 30 Tage minimalistisch leben. Das ist natürlich viel mehr, als nur die Gegenstände zu reduzieren. Das ist mir klar, das wird auch passieren. Werde ich Dinge vermissen? Habe ich einen Fehler gemacht? Habe ich vielleicht Dinge weggegeben, die ich eigentlich doch noch brauche? Obwohl sie mir vielleicht keinen Joy bereiten? Das finden wir im nächsten Video raus. Ach ja, und ich habe mit dem Verkauf der ganzen Dinge 640 € eingenommen. Und jetzt bin ich gespannt, wie viel Identität dieser Raum behalten wird, ohne die ganzen Dinge. Wie viel von mir ist eigentlich noch hier drin?